Darf ich vorstellen, das ist die neue JBL Flip 6. Neues Design, neue Treiber und erstmals auch ein separater Hochtöner. Damit aber noch nicht genug. JBL macht den Gönjamin und haut auch gleich noch für die Flip 6 einen eigenen Equalizer in der App raus. Damit kann nun endlich der Klang manuell verändert werden. Nice! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und hier habe ich sie nun endlich, die neue Flip 6. Es hat sich einiges getan und ich kann euch jetzt schon mal verraten, es ist die beste Flip, die je auf den Markt gekommen ist und ihr könnt sie ab sofort auch bei uns kaufen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann freue ich mich über euren Support in Form eines Abos. Ihr seht es schon, auch die Flip 6 hat das neue Design mit dem großen Schriftzug bekommen, ebenso wie die Charge 5 und die Xtreme 3. Vielleicht gleich mal Entwarnung, JBL hat nicht wieder das Verbindungssystem gewechselt. Nach wie vor läuft alles mit Party Boost und ihr könnt so mittlerweile echt viele JBLs wieder miteinander verbinden. Abseits vom neuen Design ist die 6er aber unverkennbar eine Flip, da hat JBL nur einen Feinschliff vorgenommen. Im Gegensatz zu den letzten Modellen, die immer größer wurden, hat die Flip 6 aber nicht zugelegt, sondern ist sogar minimal kleiner geworden bei gleichem Gewicht. Ansonsten wirkt sie vom verwendeten Material und der Verarbeitung auf jeden Fall hochwertig. Der JBL-Schriftzug ist analog zu den anderen beiden Modellen massiv und im leichten 3D-Look etwas erhoben vom Gehäuse mit orangefarbenen Akzenten an der Seite. Das sieht echt immer wieder nice aus. Ebenfalls deutlich schicker sind jetzt die passiven Membrane an der Seite, die nicht mehr in diesem etwas billig wirkenden Gummilook gehalten sind. Auch die JBL-Ausrufezeichen sind nun massiv mit einer Oberfläche im gebürsteten Look. An der Oberseite reicht ein kurzer Überflug, denn hier hat sich an den Tasten und der Steuerung einfach mal gar nichts verändert. Warum auch? Sieht gut aus, es funktioniert und alles lässt sich so steuern, wie es eben sein muss. Auf der Rückseite haben wir dann das typische Flip-Bedien- und Anschlussfeld, ebenfalls wieder mit einem offenliegenden USB-C-Port. Der hat nun aber einen Ladeschutz, wenn also Feuchtigkeit oder Fremdkörper erkannt werden beim Einstecken des Ladekabels, dann ertönt ein Warnton. Und ja, die Flip 6 ist natürlich auch wieder wasserdicht, ein Schutz nach IP67 sorgt dafür, dass Staub und Wasser draußen bleiben, das auch beim kompletten Untertauchen. So viel erstmal zur Optik, die größte Neuerung fand aber unter der Haube statt, denn erstmals setzt man bei der Flip auf einen separaten Hochtöner. Es spielt nun also ein länglicher Tiefmitteltöner mit 1,75 x 3 Zoll zusammen mit einem 0,6 Zoll großen Hochtöner. Auch bei der Leistung legt die Flip zu und haut nun 30 Watt RMS raus statt 20 Watt beim Vorgänger. Auf dem Papier geht der Bass im Frequenzbereich mit 63 Hz etwas tiefer runter als bei der Flip 5 mit 65 Hz. Live hört man aber einen ganz guten Unterschied, vor allem in den unteren Lautstärken klingt die neue Flip deutlich kräftiger und tiefer. Und das bringt mich jetzt auch schon zur Premiere des Equalizers, denn erstmals erlaubt JBL eine persönliche Anpassung des Klangs. Das Ganze läuft über die JBL Portable App und da können Bass, Mitten und Höhen in 5 Schritten angepasst werden. So kann man der Flip jetzt noch mehr Klang entlocken oder eben an den eigenen Geschmack anpassen. Ich feiere es, aber ehrlich, das wurde auch mal Zeit. Andere Mitbewerber haben dieses Feature schon lange und ich habe nie verstanden, warum JBL das nicht auch macht. Ob ältere JBL-Boxen das Feature ebenfalls per Update nachgereicht bekommen, bleibt erstmal ungewiss. Ich persönlich glaube aber irgendwie nicht dran. Nichts verändert hat sich hingegen an der Akkulaufzeit. Die beträgt weiterhin bis zu 12 Stunden, je nach Musik und Lautstärke. Ihr kennt das ja. Eine volle Ladung dauert 2,5 Stunden, also auch wie bisher. Was sich am Klang verändert hat, das hören wir uns jetzt zusammen an. Kramt eure Kopfhörer raus, denn ich gebe euch jetzt gleich eine binaurale 3D-Aufnahme auf die Ohren und die entfaltet sich nur mit Kopfhörern in voller Pracht.
Alright, ab zur Klangbesprechung. Das ist doch mal ein eindeutiges Ergebnis. Der Hochtöner in der Flip 6 macht sich wie erwartet stark bemerkbar und hebt den Klang für die Flip-Reihe auf ein neues Level. Aber nicht nur in den Höhen hat der Klang zugelegt, auch im Bass merkt man eine Verbesserung. Auf dem Papier ist der Herzunterschied im Frequenzgang gar nicht mal so groß, aber man hört live einen recht guten Unterschied, finde ich. Obenrum drosselt zwar auch die Flip 6 den Bass, um keine Verzerrung zu produzieren, aber die maximale Lautstärke profitiert ebenfalls vom Hochtöner und legt zu. Dezibelwerte aus meinem Test findet ihr in der Videobeschreibung, checkt das also gerne mal ab. Klanglich ist das wirklich ein gelungenes Upgrade und das steht der Flip einfach perfekt. Ich mag die Flip-Reihe allgemein sehr gerne, da sie eine tolle Kombination aus Größe und Klang bietet. Erfreulich also, dass JBL jetzt noch mehr aus dieser Reihe rausholt. Farblich wird es wieder die volle Breite an Auswahl geben, auch wenn jetzt zum Anfang erstmal nur schwarz verfügbar ist. Die weiteren Farben folgen dann nach und nach, aber schwarz geht ja auch immer. Ich warte auf den Moment, wo zum Start mal nur rosa verfügbar ist, aber da müsst ihr dann halt auch durch. Fazit: JBL verbessert mit der neuen Flip meiner Meinung nach genau die richtigen Stellen und schlägt den richtigen Kurs ein. Klanglich ist das nun eine ganz andere Liga und macht für mich die Flip-Reihe noch interessanter. JBL ruft zum Start wie gewohnt die UVP auf und die beträgt 139 €. Wie immer gibt es aber vom Start weg 10% Rabatt auf meinen Nacken, also gönnt euch den Code in der Videobeschreibung, dort findet ihr auch die Links direkt in den JBL Shop. Was haltet ihr von der neuen Flip? Lasst gerne mal eure Meinung in den Kommis da, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über euren Support in Form eines Abos. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!